Wie wird aus Wir sind keine AfD eine Stimme neben der AfD? November 2023, Algerien, Marokko, Tunesien sollen sichere Herkunftsländer werden dafür. 1. Januar 2024, Bekämpfung der politischen Islams dafür. 1. Januar 2025, Zustromsbegrenzungsgesetz dafür. Drei Stimmen, dreimal mit der harten Linie. Wenn DU Migration begrenzen sagst, was hörst du? Wenn sie es abstimmt, was wird daraus? Wenn du es sagst, du bist rechts, wenn Sarah Wagenknecht es abstimmt, dann ist es Vernunft. Bei jeder Abstimmung eine Ausnahme für sie. Glaub nicht, was sie versprechen. Schau, was sie abgestimmt haben. Heute mit Sarah Wagenknecht. Wie passt das zusammen? Auf der Bühne Mitmenschlichkeit. In der Akte Familien trennen. So sagt es Wagenknecht. Bei Migration brauchen wir Vernunft, Menschlichkeit, keine Hetze. Das sagt sie, aber was stimmt sie ab? Ist eine andere Sache. Schauen wir uns die Stimmen an. Wann fing das eigentlich an? Am 16. November 2023 in Deutschland gibt es eine Liste. Auf dieser Liste stehen Länder. Deutschland sagt, in diesen Ländern ist es sicher. Wer von dort flieht, bekommt hier fast nie Schutz. Schutz? An diesem Tag wollte die CDU-CSU drei Länder mehr auf diese Liste setzen. Algerien, Marokko, Tunesien. Wagenknecht stimmte dazu. 5. Wer stand neben ihr und gegen wen? 175 Politiker von der CDU-CSU haben dafür gestimmt, 64 von der AfD. Dagegen waren 19 aus ihrer eigenen Partei Die Linke. Halten wir das erstmal fest. Aber das ist noch nicht der Punkt. Was kam 2 Jahre später? 31. Januar 2025 ein neues Gesetz. Es heißt Zustromsbegrenzungsgesetz. Eine Regel, damit weniger Menschen nach Deutschland kommen dürfen. Was steht in diesem Gesetz? Eine Sache vor allem. Familien sollen nicht mehr nachkommen dürfen, wenn ein Mensch in Deutschland Schutz bekommt. Nicht, weil er offiziell als Flüchtling anerkannt ist, sondern weil er zu Hause in Lebensgefahr wäre, dann darf seine Familie nicht mehr zu ihm, seine Kinder nicht mehr zu ihm. Bisher war das erlaubt, künftig nicht mehr. Wusstest du das? Auf welcher Seite stand sie? 338 dafür, selbst die FDP enthielt sich. Wagenknecht war dafür. Halt dich fest. Selbst die FDP hat sich rausgehalten. Also weder dafür noch dagegen. Wagenknecht war härter. Auf der Seite, wo die SPD null Stimmen abgegeben hat. Auf der Seite, wo die 184 von der CDU standen. Auf der Seite, wo die AfD stand. Was passiert in 2 Tagen? 29. Januar. Enthält sie sich. 31. Januar. Stimmt sie zu. Am 29. Januar 2025 passiert im Bundestag etwas zum ersten Mal. Eine Entscheidung kommt nur durch, weil die AfD mitstimmt. So etwas hat es nie gegeben. Wagenknecht enthält sich, weder dafür noch dagegen. 2 Tage später dasselbe Thema, diesmal als richtiges Gesetz. Sie stimmt dafür, beim großen Aufsehen zurückhaltend, beim echten Gesetz dabei. Das ist kein Widerspruch, das ist ein System. Wo ist der Unterschied? CDU-CSU sagt Begrenzung. AfD sagt Begrenzung. Sie sagt Begrenzung. Im Gesetz steht dasselbe Wort, im Bundestag dieselbe Stimme. Den Unterschied musst du selbst suchen. Wem glaubt man? Der Vernunft im TV. Oder den 184 Stimmen neben CDU-CSU. Schwarz auf weiß, neben der CDU, CSU, neben der AfD, gegen die eigene Partei. Weißt du, wie man solche Männer früher nannte? Im 19. Jahrhundert gab es an den deutschen Bahnhöfen Männer mit zwei Listen. Bayern für Bayern, Preußen bei den Preußen. Wer woanders herkam, wurde nicht durchgelassen. Damals nannte man das Polizei der Heimat. Vorne klang es nach Schutz, hinten standen die, die nicht rein durften. Heute, das musst du selbst entscheiden. Was zählt im Bundestag? Worte oder Stimmen? Wagenknechts Mikrofon ist immer an, ihre Stimme im Bundestag steht schwarz auf weiß. Was wiegt schwerer? Das Wort Mitmenschlichkeit oder die Stimme Familien trennen? Das ist keine Mitmenschlichkeit, das ist die echte Stimme. Muss mir nicht glauben. Schau selbst nach, bundestag.de. Drei Daten, drei Stimmen, du siehst es selbst.
Falls dir das jetzt seltsam vorkommt, du bist nicht allein. Viele fühlen genauso. Sie sagen es nur nicht. Abonniere den Kanal, Glocke an.